Windows 10, aber vor allem Windows 11 sind zwei kleine Fettsäcke, die mal abnehmen sollen. Genau wie du das schaffst und somit ein schnelles und effizienteres Betriebssystem zustande kriegst, zeige ich hier im heutigen Video. Also wenn du ein Windows 10 oder 11 hast, was schon ein, zwei, wenn nicht sogar mehr Jahre auf dem Buckel hat, oder du gerade eine Neuinstallation von Windows durchgeführt hast, kannst du diese Methoden anwenden. Vor allem bei älter und schwächerer Hardware wirst du einen immensen Unterschied bemerken. Behalte nur im Kopf, dass Windows 10 am 14. Oktober 2025 End of Life geht. Für mehr Infos dazu, guck dir dieses Video dazu an. Also ja, würde ich einfach beginnen damit, dass wir noch, bevor wir hier irgendwas ändern und verbessern, noch kurz in den Task Manager gehen. Also den kannst du öffnen mit Steuerung Shift Escape und hier dann zu Performance gehen und dann siehst du hier deinen Prozessor, Arbeitsspeicher und gegebenenfalls deine Grafikkarte. Und was für uns wichtig ist, dass du, bevor du merkst oder einen Screenshot machst, was auch immer, wie stark hier eigentlich alles belastet wird und vor allem bei Prozessor oder CPU die Anzahl der Prozesse. Weil dadurch ist halt Windows über die Jahre auch arschlangsam geworden zum Vergleich von Windows XP und den danach folgenden, weil das System natürlich auch größer gewachsen ist. Ich rede nicht mal hier über die Nutzungszeit, wenn du ein Windows installiert hast, sondern vom Windows selber, von den Windows-Versionen her. Und ganz grob gesagt, desto mehr Prozesse du hast, läuft natürlich deine Hardware langsamer, weil die Ressourcen werden dann nur für das System benutzt, nicht dann für das, was du selber machen willst. Und im Windows-Falle hier ist vieles hier unnötig. Du kannst dir natürlich die Zahl auch einfach merken, also ganz grob gesagt, mein Windows läuft aktuell mit 140, 135 Prozessen und vom RAM werden 2,9 Gigabyte genutzt. Natürlich kannst du, wenn du auf dem PC Spiele spielst, auch zum Beispiel ein Spiel oder eine Benchmark als Referenz dafür benutzen. Und in unserem Fall heute benutzen wir auch ein externes Tool, damit wir Windows schneller machen würden, was ich normalerweise nicht empfehlen würde, aber hier wirklich das einzige und beste Tool ist für den Job und halt Sachen macht und Sachen automatisiert, die du sonst halt nicht machen würdest. Und das Tool, worüber ich rede, ist natürlich WinUtil. Und um es zu öffnen, kannst du entweder Windows X plus A drücken oder hier auf das Windows-Icon und entweder Terminal mit Admin oder PowerShell als Admin öffnen. Um WinUtil dann letztendlich ausführen zu lassen, musst du im Terminal oder in der Kommandozeile IRM Leertaste https chris.com/win Leertaste pipe und Leertaste IEX eingeben. Und das erste, was du hier siehst, ist dann, dass du hier Apps installieren kannst. Und das basiert auf einem grundlegenden Tool in Windows, also Winget, und halt auch Chocolatey eine Alternative, womit Winget eigentlich so ein eingebauter Package Manager ist von Windows oder in Windows, was man eigentlich kennt von Linux. Aber zum Optimieren von Windows ist für uns der Tweaks-Tab wichtig. Hier ganz oben sehen wir, dass es hier schon Presets gibt, also Vorlagen, wie wir unser System optimieren können. Und ich würde einfach Standard auswählen und je nachdem, ob du einen Laptop oder einen Desktop-PC hast, würde ich hier immer ein paar Sachen ändern. Zum Beispiel wie Disable Hibernation, weil ich hier in meinem Fall auf einem Desktop bin. Und wenn du halt hier auf einem Laptop wärst, würdest du das am besten nicht anticken und dann Set Hibernation als Default auswählen. Aber ansonsten sind die Standard-Tweaks gut genug. Und das letzte, bevor wir das eigentlich ausführen können, ist noch Run Disk Cleanup. Wie gesagt, wenn du ein System, was ein, zwei, wenn nicht sogar mehr Jahre alt ist Run Disk Cleanup gut zum Ausführen, weil dann einfach ungebrauchte Dateien von Windows Updates gelöscht werden, entfernt werden. Und du dann halt natürlich wieder Speicher zurück. In meinem Fall, was eine Neuinstallation ist, brauche ich es eigentlich nicht. Also können wir uns die Zeit auch ersparen, weil das dauert auch eine Weile. Also können wir auch dann schon direkt Run Tweaks anklicken und hier im Terminal sehen wir dann auch, was wirklich gemacht wird. Also haben wir das, aber natürlich können wir noch mehr Performance rausholen. Natürlich werden wir den Unterschied erstmal nach einem Neustart bemerken, weil das halt Windows ist. Wenn wir hier dann noch zu Preferences, also Customized Preferences gehen, können wir Dark Mode oder Light Mode anschalten, je nachdem, nach Präferenz. Bing Search im Startmenü ausschalten bedeutet einfach hier, wenn du im Startmenü irgendwas suchst, sagen wir mal GIMP, wird dir nichts mehr aus dem Internet angezeigt, also von Bing, der Suchmaschine. Und dann werden dir halt nur Apps angezeigt, die du halt auch installierst.
Was für Performance noch hier wichtig ist: Snap Assist Flyout, Snap Assist Suggestion und Snap Window. Wenn du Spiele spielst, würde ich dir empfehlen, Mouse Acceleration und Sticky Keys auszuschalten. Natürlich kannst du hier dann noch in Ruhe deine eigenen Präferenzen, wie zum Beispiel Dateiänderungen, angezeigt werden. Und wenn du mehr das Technische sehen willst, oder haben willst, wenn dein System sich in die Hose kackt, kannst du dir dann auch Detailed Blue Screen of Death anzeigen und auch, so gesagt, andere Sachen. Eine Sache noch, die ich wegen Präferenzen mag, ist Numlock on Startup. Wenn du ein Numpad hast, ist halt nein, das halt auch mit Windows dann startet oder halt an ist. Da gibt es ja auch natürlich in Windows vieles mehr, aber ich würde dir einfach empfehlen, dass du dein System erstmal neu startest und wir werden dann hier eine Differenz in den Prozessen sehen. So, dann musst du natürlich dein Passwort eingeben, wenn du eins hast. Und wir können schon gucken. Boom. Um die 40, wenn nicht sogar teilweise 50 Prozesse weniger. Und ja, wie gesagt, eigentlich ist es halt nur eine Zahl und je nachdem kann ein Prozess auch sehr viel schwerer sein als 10 kleine, wenig ressourcenintensive, aber im Allgemeinen, desto weniger, desto besser. Und natürlich, weil wir zum Beispiel hier Snap Assist Layout ausgeschalten haben, habe ich hier oben dann nicht diese Vorlage, dass, oh, hier, guck mal, bitte tut das Fenster links. Snap Window. Natürlich, profimäßig habe ich auch eine Sache ausgeschalten, die eigentlich gut ist, also Snap Windows, dass du halt einfach die Fenster oder Programme einfach hier in der Ecke tun kannst, oben tun kannst und halt diesen Platz einnehmen. Und das können wir dann halt auch natürlich wieder anschalten, weil das ist das Gute, wenn dir das nicht gefällt. Was ich vor allem bei den Essential Tweaks niemals sagen würde, dass sie nicht gut sind, nur halt, wie gesagt, hier zum Beispiel das Snap Windows, kannst du trotzdem alles wieder so herstellen, wie es vorher war. Also sehen wir hier natürlich ist halt hier immer an, bei manchen, wie zum Beispiel mit dem Snap Assist Flyout, obwohl wir den nicht mehr haben. Aber ja, dann würde ich in meinem Fall wieder Snap Windows anmachen und dann mit einem normalen Fenster nach einem Neustart wird es halt wieder funktionieren. Boing. Nach einem Neustart funktionieren dann auch Snap Windows, nur halt Snap Assist Flyout ist wieder am Start und vor allem auf schwächer älterer Hardware wirst du dann Performance Einbruch merken. Wenn du zum Beispiel das wieder anschaltest und deine Präferenzen automatisch an sind, musst du die dann auch ausschalten wieder. Aber wie gesagt, im ersten Menü, also Install, kannst du Programme installieren, wie zum Beispiel jetzt Firefox und andere Programme, die du halt installieren willst. Für mich passt hier Firefox zur Demonstration. Natürlich kannst du hier wieder im Terminal sehen, was abgeht. Nur so zur Info, wenn du PowerShell nutzt, musst du teilweise manchmal Enter drücken, damit die Fehler überhaupt ausgeführt werden. Ja, also damit du halt da keine Zeit ver. Was für dich auch wichtig sein kann, können Updates sein. Also ich würde empfehlen, Security Updates einfach anzuschalten. Ist so eine Balance, dass du halt Updates bekommst, aber die paar Tage später. Und halt Feature Updates 2 Jahre später. Also wenn zum Beispiel jetzt Windows 25 H2 kommen würde, erst in 2 Jahren, solange du es halt anhast. Und ja, du kannst dich hier noch mehr erkundigen, weil es eigentlich Schweizer Taschenmesser ist. Kannst für viele Sachen benutzen, wenn nicht sogar ein Multifunktionswerkzeug, würde ich eher sagen. Vor allem, wenn du auch Linux nebenbei benutzt. Set Time to UTC, damit es halt keine Probleme mit Zeit in Windows und in Linux gibt. Und je nachdem, wenn du KI hast, kannst du hier Copilot ausschalten, OneDrive entfernen. Außerdem, wenn du dich wunderst, ob WinUtil nicht zufällig ein Virus ist, kann ich dich in Ruhe beruhigen, dass WinUtil, wie gesagt, ein Tool für Windows ist. Es Open Source ist, also auf GitHub den Code kannst du dann nachgucken. Natürlich, wenn du keinen Code verstehst, ist suboptimal, aber wenn was Schlechtes mal dem Programm passieren würde, würdest du es halt mitbekommen. Und natürlich bekommt das Tool immer auch Updates, also du kannst halt das dritte Video von mir angucken und du wirst einen Unterschied erstmal von meinen Videos, aber auch vom Tool selber bemerken. Ansonsten, wenn du mit WinUtil fertig bist, kommen wir dann zu den restlichen Sachen, wie zum Beispiel Startup-Apps, dass du einfach Apps oder Programme, die beim Anschalten deines PCs oder Hochfahren, eher genauer gesagt, automatisch starten, diese halt ausschaltest. Und in meinem Fall würde ich einfach hier nur Edge ausschalten, weil
Ich habe hier halt nicht zum Beispiel Steam oder einen Browser oder CCleaner Updater. Huawei benutzt kein CCleaner. Und das wäre das hier. Dann kannst du dann noch speicherfrei machen, indem du Apps deinstallierst, die du nicht nutzt. Also kann ich hier zum Beispiel Copilot deinstallieren. Outlook nutze ich auch nicht. Thunderbird ist eh besser. LinkedIn, warum brauche ich das als App? Und vor allem, wenn du eigene Sachen installiert hast, Programme installiert hast, die du halt nicht mehr benutzt oder nicht mehr baust, deinstalliere die auch, weil wie gesagt, neue Installation von Windows, da kann ich nur die Sachen deinstallieren, die Microsoft standardmäßig im ISO vorkommen. Ein letzten Neustart später. Bada bing. Wir sind back in Windows. Und wie wir sehen, wir haben jetzt 86 wenn nicht max 90 Prozesse, wenn unser PC nichts macht. Natürlich kann man die Zahlen noch tiefer liegen, aber so ist halt hier die goldene Mitte von Nutzbarkeit und Sicherheit, also im Security-Bereich, weil natürlich kannst du hier noch viel mehr abschneiden, wenn du keinen Windows Defender am Laufen hast oder einen anderen Antivirus, was ich hier eigentlich nicht empfehlen würde. Also auch wenn du einen anderen Antivirus laufen hast, Windows Defender regelt, aber nutzt halt auch bitte deinen gesunden Menschenverstand. Auf Englisch Common Sense, dass du halt nicht auf irgendwelche total komischen Seiten gehst, irgendwas komplett random downloadst oder gar sogar ausführst. Zum Beispiel, wie gesagt, das mit WinUtil wäre auch schon auch ein Problem oder nicht so geil für Sicherheit, aber wie gesagt, das ist ein vertrautes Programm, kannst es halt auch immer abchecken. Vor allem, wenn du PowerShell verstehst, kannst du es dir durchlesen. Ansonsten gibt es hier auch nicht viel anderes zu machen. Du kannst schnell in 10 Minuten fürs erste Mal machen und danach, je nachdem wie viele Apps du deinstallieren musst, auch mal in 5. Außerdem, ich habe noch eine Sache vergessen, weil das Windows, was du gesehen hast, war nicht echt. Die wahren Leute nutzen Linux. Außerdem, wenn du Hilfe beim Umstieg von Windows auf Linux haben möchtest, ist der erste Link in der Videobeschreibung. Ansonsten kannst du gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da lassen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao mit V.